morning. Good morning. My name is David, and I am with Jürgen here. We are with a mission agency called OMF International. Mein Name ist David, ich bin mit Joachim hier und wir gehören beide zu einer Missionsorganisation, die sich nennt OMF International. We're a mission agency started 150 years ago by a missionary called Hudson Taylor. He said, Die Missionsgesellschaft wurde vor 150 Jahren gegründet von einem Missionar mit Namen Hudson Taylor. and he sent hundreds, if not thousands, of young people to China, called China in the Mission. Und er sandte hunderte, Jahrtausende Menschen nach China mit der China-Mission. And I joined OMF when I was the age of 4 years old. My parents are OMF missionaries to Taiwan. Meine Eltern waren Missionare mit OMF und als ich 8 Jahre alt war, wurde ich auch Missionar. And we have about 1,400 missionaries serving in about 20 plus countries from about 20 countries. Wir sind insgesamt 1.400 Missionare, wir arbeiten in ungefähr 20 Ländern und wir haben Mitarbeiter aus ungefähr 20 Ländern. And we bring the gospel, we bring the light to very dark places, very hard places. Und wir bringen das Evangelium und das Licht Gottes zu an sehr dunkle Orte. And Jordan, he lived a life in Cambodia for 8 years, and I served in China for 9 years. Ja, also ich arbeitete in Kambodscha für 8 Jahre und er arbeitete in China 9 Jahre lang. And I've noticed as a missionary for many years how different cultures have different styles of missionary, different kinds of missionaries. Und wenn man in einer internationalen Organisation unterwegs ist, dann merkt man, dass Menschen verschiedene Arten haben, Missionen zu leben. Es gibt verschiedene Stile. You know, we have British missionaries, we have American missionaries, we have German missionaries, we have Korean missionaries. Just go to the first slide. But anyways, just to let you know that I finally understood why but yesterday I saw the Mercedes-Benz Museum, and now I understand German missionaries. Es gibt verschiedene Kulturen. Amerikaner arbeiten anders als Engländer und Engländer anders als Koreaner. Und es gibt einfach ganz große Unterschiede. Und gestern waren wir zusammen im Mercedes-Benz Museum in Stuttgart und er versteht endlich, warum die deutschen Missionare so sind, wie sie sind. And we have a friend who's a German missionary who served in China. I can't say his name, but just very sturdy, responsible, hardworking, just stayed there for 15 years in a very difficult place. That's Germans, you know. Und ein deutscher Kollege arbeitete 15 Jahre in China. Er kann seinen Namen leider nicht sagen, aber das ist eben auch deutsche Gründlichkeit. Er war an einem sehr schwierigen Ort und er hat 15 Jahre durchgehalten und einfach seine Arbeit getan, komme was da wolle. Now, the American missionaries, they're like entrepreneurs. They try new things. They break all the rules. They don't care what you think. They just go in and bring missions to very creative ways. Amerikaner sind ganz anders. Das sind eher Unternehmer, die wollen was Neues ausprobieren. Und wenn man dafür Regeln brechen muss, dann sei es halt drum. Aber sie wollen einfach was erreichen. I just have to give you an understanding, but there's also the Korean missionaries. Und es gibt aber auch koreanische Missionare. And even though I'm serving Taiwan, I'm actually half Korean. My father's Korean, my mom's Chinese American. Ich bin zwar Koreaner und er hat lange in den USA gelebt. Sein Vater ist Koreaner und seine Mutter ist Amerikanerin. And Koreans, my wife is a Korean American from Queens, New York. Seine Frau ist Amerikanerin aus Queens, New York. And Koreans have a spirit of martyrdom, meaning the harder it is, the more spiritual. Koreaner haben so einen Märtyrergeist. Je schwerer es wird, je schwieriger es wird, umso besser ist es. So I want to share with you a little of my story so you get a general sense, you know, because even though I'm half Korean, not only half Korean, I'm more American. I want to try creative things. I don't want to suffer. I don't want to die. Ich werde euch meine Geschichte erzählen. Ich bin ja nur halb Koreaner. Ich bin eigentlich fast mehr Amerikaner. Und ich habe diese Leidensbereitschaft nicht in meinem Blut. Ich möchte nicht leiden. Ich möchte nicht sterben. So when I joined OMF, we had 2 babies, as you can see there. We were sent to Kunming in Yunnan province to learn the language. The slide before that. Als wir berufen wurden in die Mission und OMF beitraten, hatten wir 2 Kinder. Seht ihr hier, wir wurden dann nach Kunming im Süden Chinas gesandt. And my 2 babies, at the time we arrived into China, to southwest China,
My son was 2 years old. My daughter was only 10 months. Mein Sohn war 2 Jahre alt, meine Tochter war nur 10 Monate alt und wir kamen nach Südwestchina. And then after a year and a half, we moved to Beijing, and you saw the picture with our 2 kids with the masks. Und nach 1,5 Jahren zogen wir aus dem Süden nach Peking und ihr seht hier auf diesem Bild die Kinder, die Gesichtsmasken tragen. Because once we arrived in Beijing 2003, if you remember, there's a disease called SARS. Vielleicht erinnert ihr euch daran, 2003 brach SARS aus und das war genau zu dem Zeitpunkt, als wir nach Peking kamen. We arrived in Beijing, put my kids into the kindergarten, and all of a sudden I hear this disease coming from the south. And hundreds of people were dying. Wir waren gerade angekommen, die Kinder hatten einen Kindergartenplatz und dann brach diese Krankheit aus und es sah so aus, als würden viele, viele Menschen daran sterben. And like any father, I started to worry. Und wie jeder Vater begann ich mir große Sorgen zu machen. And I was thinking, we just arrived into China, just began to start our ministry, and I don't want to die. Ich dachte, wir sind gerade erst angekommen, wir haben unseren Dienst eben begonnen, ich möchte noch nicht sterben. Now you have to understand, during that time, it really was like the Walking Dead, end of the world. It felt like if you walked outside and you saw someone and they coughed, you would die. That's how it felt. So as you see, it's empty. That no one went outside. Everyone was afraid that you would catch this disease and die. Es war fast wie ein Horrorfilm, The Walking Dead. Wenn man rausging und jemand hustete, dann machte man, dass man sich schnell aus dem Weg macht. Und ihr seht auf dem Bild, dass kaum Leute da drauf sind. Also man hat wirklich andere Menschen gemieden. So I called up my OMF leadership. Also habe ich meine OMF-Leiter angerufen. And we talked about it. I said, this is a good time to come back to America for a home assignment. Und ich habe gesagt, Mensch, das ist doch eigentlich eine super Zeit jetzt, um in den Heimataufenthalt zu gehen. There's no ministry. Ich kann sowieso überhaupt nichts machen hier. All the restaurants are closed. Die Restaurants haben alle geschlossen. All the schools are closed. Die Schulen sind geschlossen. The universities are all quarantined. That means the students can't come out of the universities and we can't go in. In fact, it was so crazy that some students started to go crazy and jump over the walls because they thought they were going to die. Die Studenten wurden in ihren Unicampuses unter Quarantäne gestellt. Niemand durfte rein, sie durften nicht raus. Es war so schlimm, dass manche Studenten tatsächlich durchtreten und versuchten, über die Unimauer zu springen. I called my Chinese pastor friend, and this was a lady, woman pastor. I said, we're thinking about going back to America. What do you think? Dann habe ich eine Chinesin angerufen, eine Pastorin, eine ältere Dame, und habe sie gefragt, denkst du, es wäre jetzt eine gute Zeit, nach Amerika zu gehen in einem Aufenthalt? And she said, oh yeah, go ahead. There's nothing wrong. Maybe why she? That's okay. You can go. Und sie sagte auch, ja, ist okay, geht einfach. Okay, so what would you do as imagine you're a father, you have 2 young babies, no ministry, Chinese say you can go, this is a good time to go back, what would you do? Also was würdet ihr tun? Stellt euch vor, ihr seid Vater, habt 2 kleine Kinder, SARS, ihr könnt überhaupt nichts machen, keinen Dienst für Jesus, würdet ihr gehen? Many missionaries left at the time. Viele Missionare haben China verlassen. But I had one problem. Ich hatte nur ein Problem. I was married to a Korean American from Queens, New York. Ich war verheiratet mit einer Amerikanerin aus Queens, New York. And she said, David, I know that you're the husband, the head of the home. She never says that. She only says that when she knows I'm afraid. Und sie nahm mich zur Seite und sagte, hier David, du bist das Haupt der Familie, du bist der Chef. Und normalerweise sagt sie das nie zu mir, nur wenn sie irgendwas im Hinterkopf hat. She's a strong lady. She never says that. Sie ist eine sehr starke Frau, She sie said, sagt sowas nie. But you might want to pray and think maybe God's calling us to stay. Aber sie sagte mir, David, bete doch mal drüber, vielleicht möchte Gott, dass wir bleiben. I want to live. I want to serve God 30 years and then die. Ich möchte leben, ich möchte Gott 30 Jahre meines Lebens geben und dann will ich ja sterben. I called, I prayed, okay, look, you know what? Tomorrow morning I'll call a pastor friend again and I'll just ask to see what she thinks. Er sagte, okay, ich bete und morgen früh rufe ich diese chinesische Pastorin nochmal an und frage sie nochmal, was sie sagt. And I could tell from the tone of her voice, I said, we may be thinking of staying. Well, what do you think?
Und ich habe sie angerufen und habe gesagt, wir denken darüber nach, wenn ich doch bleiben sollten. Was denkst du? And I could tell her voice changed. You'd be willing to stay? Und ihre Stimme veränderte sich. That confirmed to me that God was calling us to stay, even though there was no reason to. Und es bestätigte mir, dass Gott wollte, dass wir bleiben, obwohl es keine logischen Gründe dafür gab. It was not because of great mission strategy. It wasn't because the Chinese were more welcoming of you if you stayed or provided better credibility, although that did happen. Das hatte keinen besonderen Grund, es gab nicht mehr zu tun, es war keine Missionsstrategie, das brachte uns auch bei den Chinesen überhaupt nichts ein. God was testing David Rowe to see if I trusted God. Aber Gott testete David Rowe, ob er Gott vertrauen wollte. And we stayed, and as a result, I believe that's how we were able to open the door and start to have a ministry. We planted a church in Beijing. See the next slide here. Und wir blieben, und ich bin davon überzeugt, dass das der Grund war, warum Gott uns Türen öffnete und wir in Peking dann eine Gemeinde gründen konnten. I want to tell you that our kids survived, and this is our family now in Taiwan last year. Ich kann freudig berichten, dass meine Familie überlebte, und das ist meine Familie in Taiwan letztes Jahr. My 2-year-old son Jeremy now actually is in college. He just started West Point in New York, and my daughter is a senior in high school in Taiwan. Just arrived last year in Taiwan. Ja, Jeremy ist der älteste Sohn, der ist jetzt at West Point an der Universität, und die Tochter ist Senior High School, das heißt, sie ist jetzt im Gymnasium, macht ihr Abitur. And of course, we had Benjamin in Beijing, who was born in Beijing, our third, and then we adopted a fourth kid from Guangxi, China, 2 years ago, Alex. Benjamin ist der dritte Sohn, und dann haben wir in China noch ein Kind adoptiert, das seht ihr auch hier. Next slide. So I want to share with you from Scripture just a very basic lesson. In the area of suffering and persecution, we often think we have to help them, but I'm going to share with you something completely different. Ich möchte mit euch eine Stelle anschauen aus der Bibel, wo es auch um Leiden und um Verfolgung geht, und es ist eigentlich eine sehr grundsätzliche Lektion, die Gott uns lehren will. Wir gehen es oft anders an, aber es ist eigentlich ganz anders. That actually the persecuted church has a lot to teach us. Weil es ist so, dass die verfolgte Christenheit, die verfolgte Kirche, uns sehr viel zu sagen hat. Because in suffering, you get to see what is very important in life. Im Leiden erkennst du, was wirklich wichtig ist. And so let's read from John chapter 12. This is something that we read all the time, but it's the essence of what happens in ministry. Lasst uns Johannes 12 lesen, und das ist das Zentrum von dem, was Gott uns lehren will. Very truly I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. Anyone who loves their life will lose it, while anyone who hates their life in this world will keep it for eternity. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren, und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will be. This is what Jesus says. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Das sagt Jesus. David Rowe's seed had to die. God is testing that seed in order for fruit of ministry to take place. David Rowe war der Same, der sterben musste, damit neues Leben entstehen kann. Next slide here. And I'm going to share with you what I learned from my Chinese brothers and sisters who are suffering in China. Und ich erzähle euch, was ich gelernt habe von meinen chinesischen Geschwistern, die für das Evangelium leiden. And so, as a result, we stayed. This is an example of what happens in China. As you know, the government doesn't like Christians. Ich erzähle euch, was passiert ist. Das ist ein Beispiel dafür. Ihr wisst, dass in China die Regierung Christen eigentlich gar nicht mag. They respect Christians, Sie respektieren Christen,
But they see Christianity as a threat because it will compete with the Communist Party. Aber sie sehen trotzdem das Christentum als eine Bedrohung an, weil sie nämlich in Konkurrenz stehen zur kommunistischen Partei. So in China there's two churches. There's an official church called the Three Self Church. In China gibt es zwei Kirchen. Es gibt die offizielle Kirche, die Drei-Selbst-Kirche. And about 20 million are in this church. In dieser Kirche gibt es etwa 20 Millionen Christen. But about 60 million or 70 million maybe are in this, we call the house church, which is illegal. Und weitere 60 bis 70 Millionen Christen treffen sich in Hausgemeinden, die illegal existieren. And so we work with the house church, and so this is actually our living room. The pastor that I called, she said, "Oh, David, we have 13 young people who want to get baptized. Can we come to your home and get baptized in your bathtub?" Also wir arbeiten mit der Hausgemeinde und eines Tages rief ein Pastor an und sagte, hier, David, ich habe 30 junge Leute, die möchten sich gerne taufen lassen. Können wir zu euch kommen in eure Wohnung und da die Taufe durchführen? I said, okay, sure. I never had. Okay, come. And so we had a worship service, and we filled our tub with water. And then you see the next slide there. Also wir hatten dann einen Gottesdienst gefeiert. Ich sagte, kommt ruhig. Wir haben uns getroffen, wir hatten einen Gottesdienst miteinander und haben die Badewanne mit Wasser gefüllt. And so 13 young people were baptized in our bathtub that day. 13, nicht 30, 13 junge Menschen wurden an diesem Tag in dieser Badewanne getauft. And you can see the next picture. While they're getting baptized, the church is very, they're worshiping in the living room, praying and praising God. And those are the 13 people with the flowers who got baptized that day. Die 13 Leute, die eine Blume haben, das sind diejenigen, die getauft wurden. Und während die Taufe im Badezimmer stattfand, waren die anderen zusammen in unserem Wohnzimmer und haben da Gott gelobt und gepriesen und miteinander gebetet. And we were able to plant a church with another church, and it started with just 4 people. Within about a year or so, we had about 100 people, and it just exploded. We saw explosive growth. Wir gründeten dann eine weitere Gemeinde in Verbindung mit einer Gemeinde und das begann mit 4 Leuten, aber ein Jahr später war die Anzahl explodiert auf etwa 100 Besucher. So we had about maybe, let's just imagine this. Imagine this side of the room. Also stellt euch mal vor, die Seite des Saals. In your living room. In eurem Wohnzimmer. Of your home. And sitting in chairs, one half the size that you're sitting right in, very small, all squeezed like this together. Die Stühle sind ein bisschen schmaler, also ihr sitzt sehr gedrängt nebeneinander. Maybe we can fit 30, 40 in the living room. Vielleicht passen 30, 40 in das Wohnzimmer. 10 in the hallway. 10 im Flur. A few on the bedrooms, kind of listening in. Die Übertragung praktisch ist im Schlafzimmer. And when we sing songs, we can't sing too loud because we don't want to bother the neighbors. Aber wenn wir Lieder singen, dürfen wir nicht zu laut sein, damit die Nachbarn nicht gestört werden. When you come into the apartment, you have to go one by one, every 7 seconds or 10 seconds, one at a time. Because you don't want to all come in together and all leave. Und man darf nicht zusammen in die Wohnung gehen, sondern nach und nach, so alle 7 bis 10 Sekunden eine Person. So we rented the space, 2-bedroom apartment. 3rd floor we had worship. 5th floor we had Sunday school. And so I can imagine what 4th floor people are thinking. Also wir haben diese Wohnung gemietet im 3. Stock, eine 2-Zimmer-Wohnung. Und im 5. Stock oben war die Sonntagsschule. Also 3. Stock Wohnung, 5. Stock Sonntagsschule. Ich kann mir gut vorstellen, was die Leute im 4. Stock dachten. So we're going to knock on the door. Also klopft an der Tür. The police. Polizei. Now, I happened not to be there that week. Ich war zum Glück nicht an der Tür. They walked in and said, "Who's in charge?" Wir sind reingekommen, jetzt haben die Wohnung und gesagt, wer ist hier verantwortlich? Our pastor at the time was not there. It was an intern, a seminary. He was doing PowerPoint. The PowerPoint guy, just graduating from university, Taiwan University, top university. He was doing PowerPoint, and he had just came to Christ, and he cooked the lunch after church. Also der Pastor war auch nicht da, der war gerade weg. Es war nur ein Praktikant da. Der hatte gerade mit der Bibelschule abgeschlossen. Und normalerweise war seine Aufgabe nur, die PowerPoint-Präsentationen zu machen und das Mittagessen vorzubereiten. Das war der Job vom Praktikant der Bibelschule. So police said, "You two, Monday morning you come to the police station. We're going to talk." Also ihr 2, ihr meldet euch morgen bei der Polizei und berichtet. So the person his name was Jet Li. That was his name.
Also, not the Kung Fu Jet Li, but it's the same name. Okay, der Mann an der PowerPoint-Präsentation hieß Jet Li. He came to my office afterwards. He said, Dave, what do I do? Er kam am nächsten Tag zu mir und sagte, David, was soll ich denn machen? I don't know. I said, let's just pray. Keine Ahnung, was ich machen soll. Und ich sagte, lass uns einfach zusammen beten. And just to make a long story short, we had to divide the church into 2 locations, keep it smaller and quieter, and sure enough, the police came the second time. Und als Zusammenfassung kann ich nur sagen, wir mussten die Gemeinde verkleinern. Wir haben sie in 2 Gruppen aufgeteilt, einfach damit wir nicht mehr so groß sind, und haben so weitergearbeitet. Und die Polizei kam ein 2. Mal. And that's how the church grows. Through suffering and through persecution, through pressure, it divides, but yet it just continues to grow. Aber das ist die Art und Weise, wie die Gemeinde wächst. Es kommt Druck, es kommt Verfolgung und man muss sich teilen, man muss sich kleiner machen, man muss sich aufteilen und so entsteht Wachstum. And I need to share with you some of these pastors I met in person, they're good friends of mine. The gentleman in the white there, his pastor named Pastor John, he was in prison for 2.5 years, maybe 3 years in prison. Ich erzähle Ihnen noch eine andere Geschichte. Der Mann hier, Pastor John, war 2,5 Jahre inhaftiert für seinen Glauben. He was miraculously delivered from a sickness out of bed, and he started to preach the gospel, and he led about 20,000 people to Christ. Er war ein sehr kranker Mann und durch ein Wunder wurde er geheilt. Er begann zu predigen und Gott hat ihn so gebraucht, dass etwa 20.000 Menschen durch ihn zum Glauben kamen. He would travel from village to village to village, and the whole village would come to Christ. And then the police started to chase him. Er hatte einen Reisedienst, der besuchte verschiedene Dörfer und predigte dort und die Dörfer kamen komplett zu Jesus, nahmen Jesus an und die Polizei nahm die Verfolgung auf. And so he was put in prison for 2.5 years, but his story is that in prison he was able to lead the prisoners to Christ. Also wurde er inhaftiert, aber im Gefängnis hat er wiederum Gefangene zu Jesus geführt. Prison is just another place to serve God and to learn about ministry. Das Gefängnis ist einfach nur ein anderer Einsatzort, ein anderer Dienstort und es ist auch eine Schule, wo man viele neue And so Sachen lernt. this prisoner came out, and then he became a Christian, but then he backslid. He was really he really was a criminal. He wasn't he was a bad person. Unter den Bekehrten war ein Gefangener, der sehr viel Böses gemacht hat. Er fand Jesus, wurde entlassen, aber fiel wieder ab vom Glauben. He would get into fights, he would drink, so he even though he became a Christian, he was a very weak Christian. Und es stellte sich heraus, er war eben ein sehr schwacher Christ und er war in alle möglichen Sachen verwickelt. So after he got out, Pastor John again mentored him and brought him up, and eventually this prisoner became an evangelist. Nachdem Pastor John aus dem Gefängnis entlassen wurde, ging er diesem Gefangenen nach und bekam einen Mentor für ihn, half ihm wieder zurück auf den guten Weg. Und mittlerweile ist es so, dass dieser ehemalige Gefangene ein Evangelist wurde. He said this prisoner is one of the best evangelists in China, led thousands of people to the Lord. Und dieser Gefangene ist ein so effektiver Evangelist, dass er mehrere tausend Menschen zu Jesus führte. Next slide. These are pastors who served in prison for 23 years. Dies sind Pastoren, die 23 Jahre inhaftiert waren. The pastor from Guangzhou there, his name is Samuel Lam. Actually, Jet Li is next to him. That's Jet, the young leader. We went to visit Pastor Samuel Lam. Der Junge, das ist dieser Jack Lee von der PowerPoint und der besuchte diesen alten Pastor. I've met both of these men. They just inspire me so much. The other pastor is Pastor Li from Shanghai, 23 years in prison. Ich kenne beide Pastoren sehr gut. Sie haben mich sehr inspiriert, sehr mit mir weitergeholfen auf meinem Weg. Und das andere ist Pastor Li. And Pastor Lam from Guangzhou said that when he was in prison, that was a time when he really believed that was a time how God really used him there. Und Pastor Lam sagte, als er im Gefängnis war, war das eine besondere Zeit, weil er merkte, wie Gott ihn da gebrauchte. He came out and planted a church, about 4,000 in Guangzhou. He passed away recently, but his church is very alive in Guangzhou today. Nachdem er entlassen wurde, gründete er eine Gemeinde in Guangzhou, die auf 4.000 Besucher wuchs
Mittlerweile ist er verstorben, aber die Gemeinde gibt es immer noch und es geht ihr gut. He's so famous that even when Billy Graham comes to China, he went to visit him. Dieser Mann ist so berühmt, dass als Billy Graham einmal in China war, dass er diesen Mann besuchen wollte. The other pastor, Pastor Lee, he shared his testimony with us. He shared how he failed in prison. Pastor Lee teilte einmal sein Zeugnis mit uns und erzählte uns, wie er im Gefängnis versagt hatte. Well, I don't have too much time to share about that story, but it's amazing. Right before he was released, he tried to commit suicide because the suffering was too hard. He thought he was going to get beaten again, and yet he was able to be released that day and then serve the Lord. Am Ende seiner Inhaftierungszeit dachte er kann es nicht länger ertragen. Er hatte so Angst vor den Schlägen, vor der Folter, dass er Selbstmord begehen wollte. Aber das war wirklich an dem Tag, an dem er dann entlassen wurde. And I always thought these pastors and these Chinese leaders, how were they able to suffer in prison for 20 years? Und ich frage mich, wie waren diese Pastor fähig dazu, 20 Jahre im Gefängnis zu leiden? And often I hear Chinese say, we remember the missionaries that came and laid down their lives for us. Und ich habe viele Chinesen gehört, die sagten, wir erinnern uns an die Missionare, die vor vielen Jahren kamen und ihr Leben gegeben haben für uns. This is, a pastor came to my office and showed me this picture. He said, took me 8 hours to go to this gravesite. This is a missionary gravesite 115 years ago when missionaries were martyred, were killed by the Chinese Empress Dowager during the Boxer Rebellion. Eines Tages kam ein Pastor zu mir und machte mir dieses Bild und sagte, das ist ein Bild von einem Friedhof in einem Dorf, der ist sehr weit entfernt, 8 Stunden Autofahrt. Das ist ein Friedhof in einem Dorf, wo Missionare beerdigt wurden, die im Boxeraufstand Anfang des 20. Jahrhunderts in China ums Leben kamen. I was intrigued. I said, I want to find out who these people were. Und das hat mich sehr interessiert und ich wollte auch herausfinden, wer sind denn diese Menschen, die da It's so far away. Even today, this pastor said they had to go through abandoned territory to get to that place. So far remote today. Aber das ist so eine abgelegene Region, sogar für den Pastor war es sehr schwierig, da hinzukommen. So I went and I read the Chinese, these tombstones have been actually kept by the local people in the village there. They keep this tombstone over 100 years. They still remember the missionaries. Half the village are Christians. They still remember the missionaries 100 years ago. Diese Grabsteine sind deswegen noch da, weil die Leute aus dem Dorf, die Dorfbewohner, sich darum kümmern, diese Gräber pflegen, weil viele noch wissen, wer diese Missionare waren und sich darum kümmern. And guess who they were? I found out their names. No one remembers them. Ich habe die Namen herausgefunden von diesen Missionaren, an die sich eigentlich sonst niemand mehr erinnert. They were sent by Hudson Taylor, China Inland Mission, our mission agency. Die wurden damals von Hudson Taylor mit der China-England-Mission ausgesandt. And I want to show you who they were, just to get a picture. Born in 1870, 1870 geboren, brought to Christ at the age of 20, offered to China in 1898, arrived into China in 1899, died a year later. 30-year-old, single white missionary from England, died in 1 year. Ihr seht selber die Zahlen, das Geburtsdatum, das Jahr, in dem sie zu Glauben kamen, das Jahr, in dem sie sich bereit erklärte, Missionarin zu werden, das Jahr, in dem sie ankam in China und ein Jahr nach der Ankunft in China den Märtyrertod. Hudson Taylor was criticized for sending single white missionaries to the ends of the earth to die, a waste of a life. 30 years, in 1 year she died. Hudson Taylor wurde sehr kritisiert. Es war eine ledige Missionarin, das gab es damals noch nicht. Und Leute kritisierten ihn dafür, dass er ledige Missionarinnen ans andere Ende der Erde schickte, um da ihr Leben niederzulegen. Here's another lady she was 26 years old. Diese Dame hier war 26 Jahre alt, als sie starb. Young single ladies. Next Eine slide. junge, ledige Missionarin. You just read the testimonies of their parents, the mother that shares about the heartache of losing her daughter, and yet how she came to China because the area was so dark 100 years ago. Hier seht ihr das Zeugnis der Mutter dieser Märtyrerin, die sagt,
es fiel ihr so schwer, das Kind so loszulassen, aber sie tat es, weil sie wusste, dass China so ein dunkler Ort ist, dass das Evangelium braucht. No one remembers these ladies, but God remembers. Niemand erinnert sich an diese Frauen, aber Gott erinnert sich an sie. And over 100 years later, you see the fruit of faithful men and women, young people who gave their lives. God, that seed has multiplied in the millions today. Aber 100 Jahre später sehen wir die Frucht aus dem Leben dieser Menschen. Frucht, die starb und neues Leben ermöglicht hat. In the UK and England, we have a plaque of the 56 missionaries and 21 children who were martyred that year. In England ist diese Tafel, da sind die Namen von 56 Missionaren bezeichnet und 21 Kindern, die damals in dem Rosenboxeraufstand in China ums Leben kamen. Next slide. And now, the Chinese church is capturing that same missionary spirit. They are saying, now it's our turn. This pastor from Beijing said 20,000 missionaries have laid their lives, have brought their spouses and their children and have been buried and died in China. We now have to take the gospel to the ends of the earth. Und die chinesische Kirche sagt, es waren 20.000 Missionare, die zu uns gekommen sind, die ihr Leben aufgegeben haben für uns. Und wir möchten jetzt selber 20.000 Missionare senden, um das Evangelium weiterzugeben. And so the Chinese pastors started to organize together, and they planned their first Mission China conference. They have a vision to send 20,000 missionaries from China overseas cross-culturally to the world. Die Vision der chinesischen Kirche ist bis zum Jahr 2030 20.000 Missionare nach Übersee zu schicken in die interkulturelle Mission. Und Pastoren haben sich zusammengetan, haben das miteinander entwickelt und haben eine Konferenz durchgeführt. They say it's a gospel debt. They owe this gospel debt. 20,000 lives came to bring the gospel. The church is now 70 to 100 million. Now the Chinese will send 20,000 to the world by the year 2030. And then they can say we at least are even, and now we can then hopefully send more afterwards. Also die Chinesen sagen, das ist eine Schuld, die wir haben. Das waren 20.000, die uns das Evangelium gebracht haben. Damit wir Gleichstand haben, möchten wir 20.000 Mitarbeiter, Missionare schicken. Und dann, wenn wir das gemacht haben, dann können wir uns noch weiterentwickeln und noch mehr machen. So we had the first conference in Hong Kong in 2015. About 900 people came for the first conference. 2015 war die erste Konferenz in Hong Kong, wo etwa 900 Personen teilnahmen. The second conference was in Jeju-do Island in Korea. About 1,000 there. Das zweite Mal traf man sich dann ein Jahr später in Korea, ungefähr 1.000 Teilnehmer. And the third one just happened a few months ago in Chiang Mai. 1,200 students now, young people in their 20s came and offered their lives for missions. Und die dritte Konferenz, die fand vor wenigen Monaten in Chiang Mai, Nordthailand statt. Und da waren 1.200 Menschen dabei, sehr junge Leute auch, viele junge Leute, Studenten, die ihr Leben zur Verfügung stellen möchten. And just like the Western missionaries who came and laid their lives down and died for China, I'll show you the next slide here. So wie die Missionare damals kamen und ihr Leben gelassen haben für China. China just experienced the first 2 young missionary martyrs in Pakistan just this year in May. So hat China in diesem Jahr die ersten christlichen Märtyrer beklagen müssen. They were captured by radical Islamists and they were slaughtered just recently. No one knows about it because everyone's quiet, but this is China's first. Young people, they're 24, 26. Radikale Islamisten haben diese beiden jungen Leute gefangen genommen und hingerichtet. Und sie sind erst 24, 26 Jahre alt, die ersten Märtyrer. And I'm going to end now with a video. I'll show you this last picture. This is the conference that they just took place in Chiang Mai. Out of 1,200 students, 300 students dedicated their lives to long-term missions. Hier ist die Konferenz nochmal in Chiang Mai, die stattfand. 1.200 Teilnehmer, 300 Teilnehmer davon erklären sich bereit, in der Mission tätig zu werden. And the Chinese church, the persecuted church, the church that in Beijing that I just joined, my pastor, my friend, my best friend, has been under house arrest for 6 years. Und das passiert in China, das passiert durch die chinesische Kirche. Mein
Pastor in meiner Gemeinde, ein guter Freund, ein bester Freund, steht seit 6 Jahren unter Hausarrest. They have just sent their first missionary with OMF to Africa. Und diese Gemeinde hat gerade die ersten Missionare mit OMF ausgesandt. Their mission budget per year is 65,000 euros. So I'll just give you a challenge. A church under persecution is sending young people with that kind of budget in China today. Und das Missionsbudget, das diese Gemeinde hat, beträgt 65.000 Euro pro Jahr. Can we show the video? Wir zeigen ein Video. And all other names, my name is Ro. 你祷告100年，但是你不去传的话，他们照样还是听不到。我们一起来开口，为那些在中国少数民族当中服侍的宣教士们一起开口祷告。 全心祈求你赐下恩膏，更许我灵，属天能力使我自由出差我。主，我愿使人看见你的尊贵，你的荣耀，万膝跪拜，万口称颂，出差我。 That is my senior pastor, Pastor Ken Ming, who was one of the speakers on video. He could not be attending the conference, but he's still under house arrest. Das ist mein Freund, dieser Pastor in der Gemeinde in Peking, der unter Hausarrest steht, deswegen konnte er nicht an der Konferenz teilnehmen und es wurde einfach eine Videoschaft eingespielt. But pray for China that they would endure suffering, but they would also, through suffering, send their young people to be missionaries to the world. Betet für China, dass sie in der Verfolgung stark bleiben und dass sie in der Verfolgung trotzdem Menschen in die Welt schicken, um das Evangelium weiterzugeben. And our message to you is to do the same. Send your young people. Und meine Herausforderung an euch ist, dasselbe zu tun, eure jungen Menschen Jesus zu geben.